Hallo liebe Zuschauer, heute in diesem Video zeige ich, wie man so eine interessante Tasche in Quadratform, würde ich sagen, häkelt. Die Tasche sieht so aus, diese Seite, von dieser Seite. Es wird mit 3 Teilen gehäkelt. Erster Teil, dieser längliche Teil und 2 Seitenteile, inklusive dieser Stellen, gehören zu den Seitenteilen. Man kann, diese Anleitung kann passen, also die Breite und Höhe von der Tasche, indem, wenn man diese Teil häkelt, ein bisschen mehr Maschen am Anfang macht und mehr Reihen und die Seiten auch dasselbe, hier mehr Maschen machen und die Höhe auch variieren. Orientieren Sie nach den Maßen von meiner Tasche. Hier habe ich Magnetknöpfe hier zum Schließen. Das hält ganz gut an Form. Zum Tragen hier kann man halten oder eine Gurt anbringen, oder ich habe hier so eine Acrylkette über den Schulter zu tragen. Außerdem hier ist ein Reißverschluss und so sieht das innen aus. So, Abmessungen für diese Tasche sind, so, ich messe erstmal diese Stelle, hier diese Breite, am besten hier oben messen. Es ist ungefähr 18 cm breit hier. Also dann geht das durch ganze Tasche. Und hier bei dieser Seite, hier ist ein bisschen enger und dann geht so als Trapez nach oben. Ihr könnt auch alles in gleiche Form häkeln, Viereck zum Beispiel. Mir gefällt das so eine Form. Deswegen hier, sage ich mal, habe ich 20 cm und hier oben ist 25 cm. Und die Höhe an dieser Stelle ist 19 cm. Dann gehen wir hier rein in die Mitte. Diese Stellen sind 8 cm beide. Also ich finde, diese Größe ist optimal für die mittlere Tasche. Für diese Tasche habe ich 2,5 Knäuel von Cotton Multi-Shine verbraucht. Gehäkelt habe ich mit Häkelnadel Nummer 5. Alle diese Materialien findet ihr bei Mein Shop. Ich stelle Link unten in Beschreibung. Als erster braucht man eine Luftmaschenkette aus 22 Luftmaschen. Erste Reihe häkeln wir einfach mit Festmaschen, zurück 21 Stück. Und zwar hier unter diesem einen Faden. Bis zu Ende. Am Ende von jeder Reihe eine Luftmasche zum Wenden. Dreht man rum. Reihe Nummer 2. Als erste und als letzte wird immer eine Festmasche gehäkelt. Hier unter die 2 Faden eine Festmasche. Weiter wird Folgendes gehäkelt: eine Halbstäbchen, eine Kettmasche, Halbstäbchen, Kettmasche und so bis zu Ende. Drauflegen unter die 2 Faden ein Halbstäbchen, eine Kettmasche, auch unter die 2 Faden. Bis zu Ende. Und hier am Ende wird eine Festmasche sein. Hier sind 2 Maschen geblieben, eine Halbstäbchen, eine Festmasche, Wendemasche, also Luftmasche zum Wenden, dreht man rum. Und Reihe Nummer 3
häkelt man einfach 21 Maschen im hinteren Faden. Hier gehen Sie direkt in die Mitte unter den einen Faden. Bis zu Ende. Am Ende Wendeluftmasche. Und jetzt wiederholt man die Reihe Nummer 2. Als erste Festmasche, Halbstäbchen, eine Kettmasche, Halbstäbchen, eine Kettmasche. Bis zur letzte, und die letzte ist Festmasche. Hier am Ende Halbstäbchen und Festmasche. Und direkt eine Wendeluftmasche. Merken Sie, dass nur 2 Reihen werden wiederholt. Also Reihe Nummer 2 und Reihe Nummer 3. Nächste kommt einfach unter der einen Faden 21 Festmaschen. Also es wird immer abwechselnd gehäkelt, wie Reihe Nummer 2 und Reihe Nummer 3. Und man braucht insgesamt 81 Reihen in die Höhe. So sieht das aus dann. Die Seite. Und in Zentimeter es ist ungefähr 62 Zentimeter. Die Reihe 81 endet auf die gleiche Seite, wo die erste Reihe war. Also Zopf muss nach vorne schauen, so wie diese Zopf. Jetzt häkeln wir die Seiten mit Festmaschen um, damit hier ausgeglichen wird. Und hier bei der letzten eine Luftmasche und gehen wir jetzt auf die Seite. Und schauen Sie, zu jeder Reihe gehört ein Faden hier. In regelmäßigen Abständen versuchen Sie es, welcher Faden gehört zu welcher Reihe. Zum Beispiel hier nehme ich diese Faden. Der nächste hier oben. Dann wieder eine unten, wieder eine oben. So sieht dann das aus. Und häkelt ihr bis zur nächsten Ecke runter. Hier bei der Ecke, man häkelt eine Luftmasche und geht auf die Seite und einfach unter diese 2 Faden weiter Festmaschen häkeln. Wenn ihr auf diese Seite ankommt, auch hier die letzte, dann Luftmasche und kommt schon auf diese Seite hier. Und bis zu oben, bis zu Anfang. Hier bei der letzten Masche ganz am Ende, hier das Luftmasche schon, werden abschneiden und wir verbinden über diese Luftmasche. Hier unter die 2 Faden durchziehen. Und auf die Stelle bringen, wo es rauskommt. Ziehen Sie durch mehrere Maschen runter, verstecken und vernähen. So ist abgeschlossen. Als nächstes häkeln wir 2 gleiche Teile. Diese Teil ist schon fertig umgehäkelt. Abmessungen dafür sind unten 20 cm. Hier oben ist 24 cm und die Höhe 27,5, ja, sag ich mal 28 cm. Dieser Teil besteht aus 2 verschiedenen Mustern. Von Reihe Nummer 1 bis Reihe Nummer 27 eine Muster und dann ab Reihe Nummer 28 bis Reihe Nummer 35 ist einfach mit Festmaschen gehäkelt. Und zum Schluss dann häkeln wir auch diese Teilchen mit Festmaschen um. Als erstes braucht man eine Luftmaschenkette mit 23 Maschen.
Erste Reihe häkelt man 22 Festmaschen zurück, und zwar unter einen Faden. Hier fängt man an. Bis zu Ende. Am Ende Luftmasche zur Steigerung umdrehen. 4 Reihen häkeln wir mit 22 Maschen. In der Reihe Nummer 5 werden Zunahmen sein, am Anfang eine Masche und am Ende. Insgesamt wird dann 24 Maschen sein. So, man häkelt hier unter der einen Faden. Und bis zu Ende zählen Sie nach, überprüfen Sie, es soll 22 Maschen sein. Am Ende nicht vergessen, Luftmasche umdrehen. Und man häkelt weiter, einfach hier unter der einen Faden. Und zwar insgesamt häkelt man jetzt 4 Reihen. In der Reihe Nummer 5 werden 2 Zunahmen vorgenommen, eine bei der ersten Masche und eine bei der letzten Masche. Man häkelt in einer Stelle 2 Festmaschen. Alle anderen sind einzelne. Zunahme in die letzte Masche. Luftmasche umdrehen. Jetzt können Sie nachzählen. Es ist 24 Maschen hier. Und man häkelt weiter mit 24 Maschen, inklusive Reihe Nummer 9. In der Reihe Nummer 10 werden auch 2 Zunahmen vorgenommen. Also, man häkelt jetzt weiter, insgesamt 9 Reihen, und treffen wir uns bei Reihe Nummer 10. In der Reihe Nummer 10 Zunahme am Anfang und bei der letzten Masche. Wendeluftmasche. Ab Reihe Nummer 11 bis Reihe Nummer 27 häkelt man mit 26 Maschen. Einfach in die Höhe. Nach 27 Reihen messe ich die Höhe, es ist 20 cm. Weiter häkelt man mit 8 Reihen einfach Festmaschen unter die 2 Faden. 26 Maschen, 8 Reihen. So sieht das aus. Diese Reihe habe ich beendet, wo Anfang war. Auf die gleiche Seite. Weiter häkeln wir die 3 Seiten mit Festmaschen um und hier oben mit Kettmaschen. In jeder Ecke eine Luftmasche. Dann schauen Sie genau, zu jeder Reihe zählt ein Faden hier. Die 3 Seiten mit Festmaschen umhäkeln. Hier oben bei der letzten Seite häkeln wir mit Kettmaschen. Luftmasche für die Ecke und hier unter der einen Faden eine Kettmasche ziehen. Dann in die nächste. Und bis zu Anfang. Hier am Ende Garn abschneiden und bei die erste Masche hier und die 2 Faden diese Ende durchziehen und wieder zurückbringen auf der Stelle, wo es rauskommt, und von der anderen Seite durch mehrere Maschen runterziehen, verstecken und vernähen. Auf die gleiche Weise häkelt man auch die zweite Teil. Jetzt brauchen wir Maschenmarkierer und markieren als erste hier Mitte unten. Es sind 21 Maschen hier, also hier 10, Masche Nummer 21 markieren. Dann hier diese 8 Reihen,
Die werden so geknickt stehen. Hier markieren und hier auch. Bei diesem Teil als erstes markieren Sie auch Mitte. Von der Mitte, dann diese zwei markierte Stellen sind diese Ecken. Und dann von dieser markierten Stelle geht man nach oben. Hier sind 27 Reihen. Dann wird das so hier. Das wird geknickt und diese Teilchen steht oben ohne zu verbinden. Also hier 27 Reihen, so wie hier. Hier ist die Mitte und was ist da geblieben, das ist der Rest. Verbinden kann man mit Wollnadel vernähen oder auch mit Häkelnadel, das mit Kettmaschen zusammen häkeln. Ich mag jetzt mit Wollnadel. Bei dieser ersten markierten Stelle hier unter die zwei Faden und bei dieser markierten Stelle auch hier unter die zwei Faden. Also passen Sie auf, das ist die Außenseite und hier ist Außenseite. Und in jede Masche zieht man das einfach durch. Man kann auch so oben diese Kante nähen, auch unten. Versuchen Sie es, welche Methode es für Sie am liebsten ist. Und Masche zu Masche alles zusammen vernähen. Am besten verbinden Sie alle markierten Stellen mit diesen zwei Teilen zusammen, damit man dann leichter hat. Und dann sitzt das schon auf seinem richtigen Platz. Und weiter nähen, die ganze Seite bis hierhin, bis oben. So sieht das aus. Und auf die gleiche Weise nähen Sie auch die andere Seite zusammen. Und so sieht es fertig aus. Als nächstes näht man einen Reißverschluss rein. So, und das kommt hier so rein. Also zuerst mal fixieren. Hier mit Nadeln. Und dann einfach mit passender Farbe, also mit Nähnadel, das zusammen von Hand nähen. Erstmal eine Seite, dann die andere Seite. Und so sieht jetzt fertig aus. Geht das leicht auf. Im nächsten Schritt, wer mag, kann auch diese Stellen hier einfach mit Wollnadel hier annähen. Auch hier. Dann wird die Tasche ein bisschen mehr Halt hier haben und wird auch ganz voll geschlossen sein. So, weiter. Diese Griffe von Außenseite. Man kann hier so annähen oder mit Häkelnadel eine Reihe über den Rand häkeln. Ich mag es annähen. Einfach so bei dieser ersten Reihe ausmessen. Hier, hier. Und dann mit Wollnadel durch mehrere Stiche kann man variieren. Hier am Anfang, hier in die Mitte und am Ende oder ganz durch alles annähen, wie es Ihnen lieb. Und so sieht es fertig aus. Die Seite. Hier habe ich diese Stellen jetzt fertig genäht. Geht das so auf. Außerdem an dieser Stellen innen 2 Magnetknöpfe. Dann geht das so leicht zusammen und wird nicht ständig aufgehen. Das hält seine Form.
und 2 Karabineringe und so eine schöne Acrylkette. Und das war's, meine Tasche ist fertig. Ich hoffe, diese Idee hat euch gefallen. Schreiben Sie mir einen Kommentar, abonnieren Sie meinen Kanal und über eure Likes werde ich mich besonders freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!